Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Wir schauen mal, was wir heute angucken dürfen fürs Kollektiv, was für eine Botschaft mit uns sprechen möchte. Und hier haben wir tatsächlich, zwei Themen. Wir haben die berufliche Energie, hier heißt es neue Karriere, etwas, was im beruflichen Bereich eben ansteht. Wir haben den Ruhestand. Also es kann sein, dass einige sich überlegen, wie sie irgendwie was Berufliches in eine Energie bringen, die ruhiger und stabiler wird oder die Möglichkeiten gibt, etwas mehr Zeit zu haben. Oder der ein oder andere wirklich auch aus dem Beruf rausgeht so langsam und da wieder eine sinnvolle Beschäftigung sucht. Jedenfalls sind hier gute Nachrichten auf dem Weg, die mit diesem Thema zu tun haben. Für alle, die nicht arbeiten, kann es sein, dass ihr hier überlegt, das Gleichgewicht zwischen Tun und Ruhe auszubügeln. Oder dass ihr euch sinnvolle Aufgaben sucht. Ja? Hier ist auf jeden Fall gesichert, dass ihr die Mittel habt, die ihr braucht. Wir haben hier die Geldkarte in der Mitte. Es scheint hier auch ein bisschen um die Finanzen zu gehen, um das Seelenleben. Vielleicht auch um so ein Thema, das man hat mit dem Thema Versorgtsein. Wenn ich was verändere im Beruf oder wenn ich mich ein bisschen rausnehme, wo kommt dann das Geld her? Können auch Schattenthemen mit dem Thema Geld sein. Man hat hier die Gedanken daran, dass man tatsächlich etwas verändern, verkürzen oder auch abschneiden möchte. Etwas, was zu geschäftig macht oder was auf die Dauer nichts bringt. Man hat hier aber auch Gedanken zum Thema Verluste, ne? Also man beschäftigt sich viel mehr damit. Das Gute ist hier, dass im Unterbewusstsein bereits dieser, naja, ich würde mal sagen, Glaubenssatz umgedreht ist, dass man bekommt, was man investiert, dass man immer versorgt ist, wo man auch an dem Thema schon lange gearbeitet hat, ne? Wie viele Existenzängste oder so sind im Nachhinein auch unbegründet gewesen und immer wieder gehen wir durch diese Schule, immer wieder sind die Phasen zu dem Thema ein bisschen anders. Hier entwickelt sich auch sowas wie eine Hellsicht, ja? Man arbeitet vielleicht sehr stark an der Intuition oder mit der Intuition. Hier ist aber trotz allem auch die Möglichkeit, einen größeren Erfolg einzufahren, wenn man auch die Instinkte hier mit einbezieht. Wir haben ein Kinderthema dabei, das mit dem Thema Versorgtsein. Wie ging es mir als Kind? Welche Mittel hatte ich zur Verfügung, die sich bis jetzt noch, die Themen, ne, die leben einfach mit einem, auch wenn du dir es 20 Mal schon anders bewiesen hast. Es kommt immer wieder so ein bisschen durch und hier scheint es eben zu Beruf und Ruhestand zu gehören. Die Mitte, ne? Das Geben und Nehmen. Den Ausgleich sozusagen. Ich habe hier für einige, dass sie vielleicht etwas verkleinern oder im kleineren Bereich einen Schnitt oder einen Wechsel machen. Und wir haben hier mit den Sternen, das ist die Ernte und die Wunscherfüllung. Also man hat hier Ängste und Befürchtungen und trotzdem sieht man hier, dass schon in der näheren Zeit die Dinge klarer sind. Die Spiritualität hier ist sehr hoch, ja, dieses Wissen auch, dass Ängste nur Ängste sind, dass Mangelgedanken nur Mangelgedanken sind und man überlegt vielleicht ja auch, mit welcher Energie geht man zukünftig an die Dinge ran. Wo steht man sich selber im Wege? Wo nährt man dieses Auf und Ab, das man zu dem Thema Versorgtsein hat? Wo geht mehr Energie flöten, als sie an anderer Stelle wieder reinkommt? Wo gehen auch Energiereserven weg,
weil man vielleicht ständig mit dem Thema beschäftigt ist. Das Außen liegt im Haus des Außens drin. Also hier kommt sehr viel an die Oberfläche. Wie wird man wahrgenommen? Was ist man noch bereit ins Außen zu geben? Wo muss man mehr zeigen von sich? Wo verzichtet man auch gerne auf Meinungen und macht einfach sein Ding? Es kann ja auch sein, dass sich emotional etwas nach außen zeigt. Eine Veränderung, eine andere Einstellung. Eine Tätigkeit, die hier auch vom Außen sehr abhängig ist. Oder vom Publikumsverkehr, nennen wir mal so. Von den Menschen, die da noch sind, wo man ist oder arbeitet. Und ich habe hier sehr viele Zweifel. Das Thema Ehrlichkeit ist wichtig, auch zu sich selber ehrlich sein. Wo ist etwas wirklich so, wie es ist und wo ist es im Prinzip nur ein Schatten oder ein Kinderthema, das man damit hat. Den eigenen Gefühlen vertrauen ist ja auch eine sehr zentrale Aussage. Wie ehrlich ist das Außen zu euch? Ihr kennt es ja, da gibt es ja auch die, die immer gut zureden, auch wenn sie denken, anstatt dann zu sagen, hier, ich wurde gefragt, jetzt bin ich auch ehrlich. Jedenfalls kommt hier ein Erlebnis, das euch rausbringt aus diesem Gedankenkreislauf, das euch auch erlaubt, euch irgendwo rauszunehmen, Verkürzungen zu machen, die wieder mehr aufleben lassen und tatsächlich hier mit dem Endergebnis und den Sternen eine gute Möglichkeit, sich eine neue Tür zu öffnen, im finanziellen und auch im Arbeitsbereich. Spannend. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass die Fische auch die Karte der Emotionen ist. Das Gleiche gilt natürlich auch für die emotionale Fülle, für die Themen, an denen wir arbeiten, wo wir vielleicht auch zu viel Gedankenlast oder Schlaflosigkeit hier haben. Energiezehrende Gedanken, weil man nicht weiterkommt. Und was haben wir hier? Die Empfängnis, die Muschel. Hier kann sich alles von innen rauswandeln. Man darf sich öffnen, man darf sich inspirieren lassen. Also hier liegt nicht umsonst das Außen im Haus des Außens drin. Hier geht es um eine Wandlung von innen raus. Hier kommen ganz viele neue geistige Impulse, die sieht man natürlich. Hier wir haben Sterne, Mond und Sonne aufeinander, die Emotionen in der Mitte drin. Und man ist hier tatsächlich auf dem Weg, sich komplett zu verändern. Man darf hier aus einem kleinen Sandkorn eine Perle entstehen lassen. Man darf sich öffnen, man darf sich entfalten. Und die Muschel macht an sich empfänglich, ne? Auch geistig. Da, wo jetzt keine Antwort ist, kommen Antworten. Man kann die Schleier des Nebels entfernen, man kann klarer sehen. Man kann das Mysterium in großer Tiefe auch angucken. Das ist hier geballt sozusagen. Ja, und man kann eben alles wahrnehmen und deshalb auch zum Ausdruck bringen. Also stellt euch aufs Empfangen ein, sagen die Karten. Hier kommt etwas, was großen Segen bringt. Gucken wir weiter. Es geht um das Grenzen setzen, das haben wir hier auch. Also irgendwo geht vielleicht was auch immer wieder über die gute Grenze. Es geht auch hier wieder um den Rückzug in sich, mit sich, um aufzutanken und dann gestärkt wieder und voller Einsicht weiterzumachen. Sehr schön. Was sagen die Vögelchen noch?
Oh je, es sind hier gleich zwei. Der Kleiber. Ich komme in dein Leben und bringe dir Halt, Sicherheit und Schwung. Mach es dir gemütlich, denn du bist sicher getragen in dieser Welt. Erkenne deine Einzigartigkeit und lebe sie. Lasse deine Größe zu. Und der Sperling. Ich komme in dein Leben und bringe dir Antriebskraft, Genauigkeit und Freiheit. Gehe durch die dunklen Phasen und das Licht macht sich breit. Es wird hell und klar in deinem Leben. Also eine Legung, die auch sehr viel Erkenntnisse und neue Energien mitbringt für uns und unsere Tatkraft. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.